Moin zusammen. Heute nehme ich euch mit auf eine ganz besondere Reise. Mit dem Wohnmobil und unserem Hund von Travemünde über die Ostsee nach Finnland. Und natürlich klären wir, was ihr beachten müsst, wenn euer vierbeiniger Freund mit an Bord ist. Los geht's! Die Fähre bringt euch in etwa 31 Stunden nach Helsinki. Hunde sind bei Finnlines herzlich willkommen, aber wichtig, nur in speziellen Hundekabinen erlaubt. Diese sollte man frühzeitig buchen, sie sind schnell ausgebucht. An Deck gibt es einige Auslaufflächen, aber Leinenpflicht gilt überall. Den Hund während der Überfahrt alleine im Fahrzeug zu lassen, ist nicht erlaubt. Für die Einreise nach Finnland braucht euer Hund einen gültigen EU-Heimtierausweis, eine Tollwutimpfung, mindestens 21 Tage alt, einen Mikrochip nach ISO-Norm und, ganz wichtig, eine Bandwurmbehandlung gegen Echinokokken, die 24 Stunden bis 120 Stunden vor der Einreise durchgeführt und eingetragen wurde. Diese Regelung gilt nur für Einreisen nach Finnland und Norwegen, nicht in Schweden. Finnland ist ein Traum für Hundereisen. Fast überall sind Hunde willkommen. Auf Campingplätzen, in vielen Ferienhäusern und sogar bei einigen Wanderungen. Aber Achtung! Leinenpflicht gilt in Parks und Städten und in der Natur zwischen 1. März und 19. August, um Wildtiere zu schützen. Das nennt sich das finnische Allemannsrecht. Ihr dürft euch frei in der Natur bewegen, aber mit Rücksicht auf die Tierwelt und Eigentum. Von Helsinki geht's mit dem Wohnmobil Richtung Westen über Turku und mit der Fähre über die Inseln nach Schweden. In Schweden ist die Einreise entspannter. Die Wurmkurpflicht wurde abgeschafft. Ihr braucht nur Mikrochip, Tollwutimpfung und Heimtierausweis. Wichtig, Hunde müssen beim schwedischen Zoll angemeldet werden. Am besten online über tollverket.se. Dann könnt ihr auf der grauen Spur einreisen. In Schweden gilt Leinenpflicht in der Natur vom 1. März bis 20. August. Außerhalb dieser Zeit dürfen Hunde frei laufen, wenn sie verlässlich abrufbar sind. Nach Schweden geht es weiter in Richtung Norwegen und hier kommt die Bandwurmbehandlung wieder ins Spiel. Euer Hund braucht für die Einreise nach Norwegen EU-Heimtierausweis, gültige Tollwutimpfung, Mikrochip und die Bandwurmbehandlung, die 20 bis 120 Stunden vor Einreise erfolgen muss. Vom Tierarzt bestätigt. Es gibt aber eine Alternative. Diese 28-Tage-Regel bezieht sich auf eine Alternative zur einmaligen Bandwurmbehandlung, die vor der Einreise nach Norwegen oder Finnland möglich ist. Hier sind die wichtigsten Details basierend auf den offiziellen Bestimmungen der norwegischen Regierung und aktuellen Reiseinfos von bonbontours.com. Grundsätzlich gilt, wenn du nur einmal nach Norwegen einreist, muss dein Hund 24 bis 120 Stunden, also 1 bis 5 Tage vor der Einreise, eine tierarztbestätigte Entwurmung gegen Echinococcus erhalten haben. Diese Behandlung muss im Heimtierausweis dokumentiert sein. Die 28-Tage-Regelung, diese Wiederholungsregelung, diese Regel gilt, wenn du regelmäßig oder länger in Norwegen unterwegs bist. Dann kannst du deinen Hund nach folgendem Schema behandeln lassen. Erste Behandlung. Spätestens 120 bis 24 Stunden vor der ersten Einreise nach Norwegen. Zweitens eine Wiederholungsbehandlung. Danach kann dein Hund alle 28 Tage regelmäßig entwurmt werden, solange du die Behandlung fortlaufend einhältst. Jede Dosis wird im Heimtierausweis vom Tierarzt eingetragen. So kannst du mehrfach zwischen Norwegen und der EU hin und her reisen,
ohne dass jede Einreise neu 24 Stunden vorher zum Tierarzt zu müssen. Wichtig, wenn du das 28-Tage-Intervall auch nur einen Tag überschreitest, gilt das Schema als unterbrochen und du musst wieder mit einer neuen Einzelbehandlung 120 Stunden vor der Einreise beginnen. Die Behandlung darf nur mit einem zugelassenen Präparat erfolgen und muss von einem Tierarzt vorgenommen und dokumentiert werden. Für Finnland gilt das gleiche Prinzip. In Finnland dürfen bis zu 5 Hunde mitreisen. Für mehr gilt Sondergenehmigungspflicht. Und denkt dran, in Norwegen herrscht vom 1. April bis 20. August Leinenpflicht im ganzen Land. Hundefreundliche Campingplätze sind in Skandinavien Standard. Egal, ob im dichten Wald, am See oder direkt an den Fjorden. Achtet auf das Symbol Dogs Allowed bei der Buchung. Wildcampen ist grundsätzlich erlaubt, aber bitte mit Rücksicht. Kein Müll, keine offenen Lagerfeuer in trockenen Gebieten, Hunde stets unter Kontrolle. Auf Fähren innerhalb Skandinaviens darf euer Hund meist mit in spezielle Aufenthaltsbereiche oder Kabinen. Checkt aber vorher die Bedingungen der Reederei. Das war unsere Route Travemünde-Helsinki durch Finnland nach Schweden und weiter nach Norwegen. Ein unglaubliches Abenteuer und mit dem gut vorbereiteten Hund absolut stressfrei. Wenn ihr Fragen habt oder selbst schon Hundetipps für Skandinavien habt, schreibt's in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und begleitet uns auf der nächsten Etappe unserer Reise. Bis bald. Tschüss.